Grüß euch, liebe Zuseher. Nochmal herzlichst willkommen, liebe Zuseher, hier auf meinem Kanal. Ich freue mich sehr, dass Sie da sind. Also wenn man auf die großen, starken, schweren Jungs steht, auf die Kategorie der Molosser steht, dann kommt man früher oder später mit dem Begriff Kriegshund in Kontakt. Ist so, das geht 1:1 mit den Molossern. Wenn man sich dann mit dem Begriff Kriegshund etwas mehr beschäftigt, führt kein Weg an Pesarillo vorbei. Ja, Kriegshunde. Schon vor Tausenden von Jahren haben wir Menschen, also die antiken Völker, hier speziell Ägypter, Griechen, Perser, Kelten, Germanen, aber viele andere auch, Hunde als mächtige Kriegswaffe eingesetzt. Die fungierten zumeist als Schocktruppen oder Exekutionskommandos, aber selbstverständlich auch als Jäger oder Bewacher. 600 vor Christus wurde das erste Mal über Kriegshunde geschrieben als lydische Kriegshunde einen Angriff von Chimera abwehrten und diese Angreifer töteten. Doch die detailliertesten Niederschriften gibt es über die Kriegshunde der spanischen und portugiesischen Eroberer, der Conquistadoren, welche diese Kriegswaffe mit verheerender Wirkung eingesetzt haben. Ja. 1493 war es, als Christoph Kolumbus das erste Mal im neu entdeckten Land Amerika Kriegshunde eingesetzt hat. Und zwar war das, als Eingeborene dort seine Landung verhindern wollten. Als er 1495 mit seinem Bruder gemeinsam und mit deren Truppen ins Landesinnere vormarschiert ist, bekam es dort mit Arawak-Indianern zu tun, die sich dieser Vorherrschaft der Spanier und Portugiesen widersetzten. Die Truppen Kolumbus hatten 20 Mastiffs dabei, des damals so typischen Mastiff-Typs der Conquistadoren. Liebe Zuseher, Sie dürfen diesen Mastiff-Typ der damaligen Soldaten nicht mit den heutigen Mastiffs vergleichen. Das waren Hunde, die weit leichter waren, schneller, beweglicher waren, dynamischer waren und viel, viel mehr Feuer besessen haben, als es die großen Molosser zumeist heute haben. Das waren Hunde, die eher optisch in die Richtung schlankeren Presa Canarios oder Cane Corsos reingingen. So müssen Sie sich die in etwa vorstellen. Ja, es ist belegt, dass bei dieser Schlacht zwischen den Truppen Kolumbus und den Arawak-Indianern die Soldaten ihren Mastiffs den Befehl "Tomalos" gaben, was so viel bedeutet wie "nehmt sie oder packt sie". Und diese Kriegshunde sich durch die Reihen der Arawak-Indianer durchrissen. Die packten die an der Kehle, am Bauch und weideten die förmlich aus. Die hinterließen dort ein grausames Blutbad. Ja, es kamen immer mehr Konquistadoren am neuen Kontinent an und mit denen auch immer mehr dieser Kriegshunde, bis es schon an die 1000 waren, die in der Umgebung für Furcht und Schrecken sorgten. Doch es war ein gewisser Juan Ponce de León, damals Gouverneur von Hispaniola, dem heutigen Haiti, der den gefürchtetsten aller Kriegshunde besessen hat, nämlich Pesarillo. Pesarillo bedeutet kleiner Stier. Das soll ein übermittelgroßer bis großer rot gefleckter Hund des Mastiff-Typs gewesen sein. Ich weiß, dass man früher oftmals von rot gefleckt geschrieben hat, wenn man rot gestromt gemeint hat. Kann man auch herausrecherchieren, wenn man sich bemüht. Sie müssen sich also die Farbe dieses Hundes vorstellen in der Manier eines gestromten deutschen Boxers, gestromten Presas, gestromten Cane Corso, in diese Richtung hinein. Pesarillo dürfte zwischen 65 und 70 cm Schulterhöhe besessen haben und war etwa 50 bis 60 Kilo schwer. Man vermutet, dass er schon in Amerika geboren wurde, denn es gab dort dann schließlich im Laufe der Zeit Zwinger, wo diese Hunde für den Kriegseinsatz gezüchtet wurden. Und die ersten Aufzeichnungen über diesen Hund wurden 1511 niedergeschrieben, zu einem Zeitpunkt, zu welchem dieser Hund aber schon viele Kampfnarben vorgewiesen hat. Man begann über diesen Hund zu schreiben, weil Juan Ponce de León mal behauptete, Pesarillo
sei bei der Unterwerfung der Eingeborenen mehr wert als 50 seiner erfahrensten und besten Soldaten. Man weiß, dass dieser Gouverneur seinen Hund zur absoluten Beißmaschine erzogen hat. Er lernte ihn zwischen Spaniern und Eingeborenen zu unterscheiden auf Basis des Geruchs. Der Hund wurde darauf trainiert, flüchtende Gefangene aufzuspüren, einzuholen, niederzuwerfen und gnadenlos zu zerreißen. Mit der Zeit wurde der Hund berühmt-berüchtigt unter den indigenen Bevölkerungen dort und sie fürchteten sich mehr vor 10 Soldaten in Begleitung von Pesarillo als vor 100 Soldaten, die ohne ihn unterwegs waren. Juan Ponce de León war ein sehr reicher Mann, der sich an Gold und anderen Gütern bereicherte und er weckte schnell den Missgunst anderer mächtiger Leute. Auch der Bruder von Christoph Kolumbus war neidig auf Juan Ponce de León und begann langsam damit, ihn zu vertreiben. Er übernahm auch einen seiner Gouverneursposten, den auf Haiti, weswegen Juan Ponce de León öfter abreiste, um andere Erledigungen vorzunehmen. Der hatte auch andere Sachen zu tun, dieser nette Herr. In dieser Zeit ließ er Pesarillo zurück in der Obhut zweier seiner Kapitäne. Kapitän Salazar, Kapitän Aragon. Man weiß das. 1511. Pesarillo, damals in der Obhut von Kapitän Salazar, in einem Nachtlager wurden die angegriffen von einer Gruppe Ureinwohner. Pesarillo sprang auf und meldete sofort, weckte die spanischen Soldaten, welche den Kampf gleich aufnahmen. Ja. Es ist belegt, dass dieser Hund in dieser Nacht 33 feindliche Krieger am Schlachtfeld verstümmelt zurückgelassen hat. Das müssen Sie sich auf der Zunge zergehen lassen. Die waren selbstverständlich auch bewaffnet und man weiß nicht, ob Pesarillo seine typische Kriegsbekleidung anhatte, denn die Konquistadoren liebten es, ihre Hunde mit breiten Lederhalsbändern, die mit Stacheln bewehrt waren, auszustatten und ihnen gesteppte Wämste überzuziehen als Stichschutz. Ob Pesarillo in dieser Nacht, also bei diesem Angriff, so bekleidet war, weiß man nicht. Man kann aber gut davon ausgehen, dass bei der Nachtruhe solche Ausrüstung den Hunden abgelegt wurde, aber sei wie es ist. Ja. Also der Hund hat, das ist belegt, 33 feindliche Krieger in dieser Nacht ausgeschaltet und hatte den Hauptanteil inne, was die Abwehr dieses Angriffs betrifft. Das ist einfach irre. Ja. Also man weiß, dass Kapitän Salazar und Kapitän Aragon mit Pesarillo die umliegende Bevölkerung, also wo sie zu tun hatten, terrorisierte und jeder fürchtete sich vor diesem vierbeinigen Tod. Es gibt allerdings nicht nur grausame Geschichten von diesem Hund. Wenn man über diesen Hund liest, kommt man auch an der folgenden Geschichte nicht vorbei. Denn so soll eines Tages Cabara heißt diese Region, das ist in Puerto Rico, der scheinbar geisteskranke Kapitän Salazar mit seinen Truppen und Pesarillo dort gelagert haben und auf die Ankunft des spanischen Gouverneurs gewartet haben. Diesen Kapitän Salazar dürfte langweilig gewesen sein, denn er entwickelte eine Idee für einen grausamen Zeitvertreib. Faltete einen Zettel zusammen, befahl eine alte Frau zu sich, sagte ihr, diesen Zettel nimmst du jetzt und läufst damit zum eintreffenden Gouverneur so schnell du kannst und dann übergibst du ihm diesen Zettel. Ja. Die Frau hatte Angst und tat das, selbstverständlich. Und auf das wartete dieser Kapitän Salazar, denn als die Frau weglief, ließ er Pesarillo los. Er befahl ihm, diese Frau zu töten, aus Zeitvertreib. Pesarillo stürmte Stand-Tapede hinter der Frau nach. Die merkte das, drehte sich um und sah den vierbeinigen Tod auf sich zulaufen. Fiel voller Angst und Schrecken auf die Knie und flehte den Hund an. Ich flehe dich an, mein Herr Hund, tu mir bitte nicht weh. Pesarillo bremste ab. Es ist niedergeschrieben, dass dieser Hund abbremste, diese Frau beschnupperte, umkreiste, nochmal aufsah, sich dann umdrehte und wegging. Er hat also den Befehl verweigert. Und als der eintreffende Gouverneur davon erfahren hat, denn das war eine Überraschung für alle. Pesarillo war dafür bekannt, gnadenlos und ohne viel nachzudenken zu töten.
befahl der Gouverneur, das Terrorisieren der umliegenden indigenen Bevölkerung sofort einzustellen, mit der Begründung, es soll nicht heißen, dass ein Hund milder und gnadenvoller ist als ein echter Christ. Ja, die liebe Religion. Ja. 1514 war der Schicksalstag dieses gefürchteten Kriegshundes, denn eines Morgens wurden die lagernden Gruppen des Kapitäns Aragons, der damals die Aufsicht über Pessarillo hatte, von indigenen Kriegern angegriffen. In getümmelter Schlacht, wo auch Pessarillo fest mitwirkte, wurde Kapitän Aragon von diesen indigenen Kriegern gefangen genommen und in ein Boot verschleppt. Die wollten mit dem in Richtung Insel absegeln, wo es ihm höchstwahrscheinlich nicht gut ergangen wäre. Also, als die diesen Kapitän in dieses Boot verfrachtet haben, merkte das Pessarillo. Der ließ vom Kampf ab, verließ das Schlachtfeld und stürmte Richtung Strand, sprang ins Wasser hinein und schwamm diesem Boot, in welchem sich sein Heer befand, nach. Der wollte den befreien. Ja, der im Wasser schwimmende Hund bot selbstverständlich ein leichtes Ziel für die mit Pfeil und Bogen bewaffneten Indianer, und die ließen einen Pfeilhagel auf diesen Kriegshund los. Viele Pfeile schlugen in ihr Ziel ein, und als die spanischen Soldaten das merkten, liefen sie ebenfalls zum Strand, sprangen ins Wasser hinein und zogen ihren alten vierbeinigen Kriegskameraden da raus. Am Strand versorgten die ihn und versuchten ihn zu retten, doch die Verletzungen der Pfeile waren zu schwerwiegend und Pessarillo starb noch an Ort und Stelle. Ja, man kann heute lesen, dass dieser Hund in einem Geheimgrab bestattet wurde und mehr betrauert wurde als die gefallenen menschlichen Kameraden. Ja. Das war die Geschichte von Pessarillo. Ob das der gefürchtetste, grausamste Kriegshund aller Zeiten war, liebe Zuseher, das können wir natürlich nicht wissen. Es wird viele, viele grausame Kriegshunde gegeben haben, aber über diesen Hund gibt es eben die detailliertesten Aufzeichnungen. War Pessarillo grausam und ein Mörder? Ja, selbstverständlich war er eine Killermaschine, ein Menschentöter. Doch die wahren Mörder waren seine Herren, und das steht auch überall so geschrieben, ist auch einleuchtend. Das waren diejenigen, welche ihm diese Taten befohlen haben, die ihn dazu erzogen haben. Ja, so muss man das sehen. Heutzutage wäre Pessarillo ein Kandidat für die Hellhound Foundation. Ja, ist etwas makaber, aber selbst dort wäre er ein Superstar. Ja, am Ende des Videos möchte ich Ihnen noch einige Hunderassen präsentieren, die Ihnen vielleicht Einblick geben sollen, wie Pessarillo ausgesehen haben könnte. Man weiß es nicht ganz genau, man hat nur vage Beschreibungen, aber man kann es sich in etwa vorstellen. Wie gesagt, am Ende des Videos blende ich noch ein paar Bilder ein von Rassen, die auf diesen Bildern so aussehen, wie Pessarillo ausgesehen haben könnte. Ja, man weiß es nicht genau. Ja, grausame, gleichzeitig beeindruckende Geschichte. Liebe Zuseher, es hat mich sehr gefreut, dass Sie mir zugesehen haben. Ich würde mich natürlich freuen, wenn Sie mir weiterhin zusehen. Jetzt wünsche ich Ihnen noch einen schönen Tag, und jetzt kommen noch die paar Bilder. Das war's schon wieder.